Also die unser BA-Tool oder die BA-Komponente in diesem Communicator basiert auf der KSW-Schnittstelle. Das ist die Kanzleisoftware-Schnittstelle, welche von der BRAC bereitgestellt wurde. Diese Schnittstelle ist Java-basiert und sie erlaubt uns, Cross-Plattform sozusagen da die Nachrichten runterzuholen und zu versenden. Das heißt, das läuft unter Windows und unter macOS in gleicher Weise. Ja, diese Schnittstelle verwenden wir mit allen Vor- und Nachteilen, die diese Schnittstelle hat. Da kommen wir dann noch drauf. Aber Sie sehen hier schon auf der Folie, wie dann so eine Nachricht aussieht. Die sieht also ganz ähnlich aus wie eine E-Mail-Nachricht, einfach ein bisschen angepasst. Damit das funktioniert, muss im Timesensor drin dann für die Benutzer die jeweilige Safe-ID und ein Softwarezertifikat mit Passwort gespeichert werden. Das wird natürlich gespeichert und mit Hilfe dieses Zertifikats kann dann Timesensor die entsprechenden Sachen tun. Es gibt ja unterschiedliche Zertifikate, die Berufsträger haben ein Zertifikat, mit dem sie auch signieren können. Und dann gibt es andere Zertifikate, die dann mehr dazu da sind, Sachen abzurufen oder zu versenden. Die Nachrichten werden wie bei E-Mail grundsätzlich im Hintergrund abgerufen und automatisch dann in diesem Communicator angezeigt, wie jede E-Mail-Nachricht halt auch. Das heißt, der ganze Workflow, die ganzen Tools, die ich Ihnen gezeigt habe, zuordnen zu Anwälten, pausieren, den Status setzen und so weiter, archivieren, das alles ist in gleicher Weise möglich. Dazu sind aber weitere Möglichkeiten da, wie BA-Nachrichten signieren und versenden und so weiter, also alles, was BA-spezifisch ist. Ein kleiner Disclaimer zum BA. BA hat relativ eine lange Leidensgeschichte hinter sich, das wissen Sie vermutlich. Und die Schnittstelle ist noch alles andere als perfekt. Das heißt, wir arbeiten da mit dem, was möglich ist. Es ist allerdings auch Hoffnung in Sicht, dass sich das noch verbessert. Die BRAC hat ja den Anbieter gewechselt, das haben Sie vielleicht mitbekommen, von, glaube ich, Atos war das zu Vesrock. Und der neue Anbieter, der hat hier auch schon Verbesserungsvorschläge, neu 18.12. Also da wird wirklich dran gearbeitet, da noch Verbesserungen anzubringen. Nichtsdestotrotz, wir starten jetzt mal oder wir haben jetzt mal mit dem gestartet, was da ist und im Rahmen dessen, was möglich ist, ist diese Schnittstelle jetzt aufgebaut. Und dazu möchte ich nun den zweiten Teil der Live-Präsentation starten. So. Zurück zu unserem Simon. Was wir als nächstes machen, ist, wir schalten noch das BA rein. Dazu gehe ich wieder in die Einstellungen, in die Parameter unter Kommunikation und setze hier einfach noch das Häklein beim BA-Postfach. So. Und damit taucht das Postfach auch im Kommunikator auf. Hier ist nun ein neues Postfach erschienen. Das ist jetzt hier noch leer. Damit das funktioniert, wie gesagt, hier noch ein kleiner Blick in die Benutzerverwaltung. Da ist natürlich jetzt ausgebaut worden. Da gibt es noch einen Tab BA und an der Stelle wird halt Safe-ID, Passwort und Zertifikatsdatei hinterlegt. Nun mache ich vielleicht ich möchte zunächst ein einfaches Beispiel machen und übergebe dann gerne meinem Kollegen Urs Schwitzgäbel, der sich ja sehr intensiv befasst hat mit dem Thema. Ich möchte nun starten, einfach indem ich da eine neue BA-Nachricht anlege. Sie sehen, da kommt eine Maske, die sieht etwa aus wie eine E-Mail-Maske. Gleich einfach kann ich da eine Adresse wählen. Ich tippe einfach einen Buchstaben. Dann kommen aus der Datenbank halt alle Adressen, die verfügbar sind, wo eine Safe-ID hinterlegt ist. Sie können ja die Safe-ID, ich weiß nicht, ist Ihnen das überhaupt bewusst? Die Safe-ID kann man ja im Stammblatt hinterlegen. Hier des Längeren schon das Feld Safe-ID. Da kann man die Safe-ID eintragen und dann erscheint die dann auch
entsprechend in der Suchmaske. So, wir haben jetzt hier den Robert Kürten, also den kann ich jetzt hier einfach so wählen. So, dann wird er ausgewählt. Oder wenn ich jetzt die Safe-ID nicht habe, dann habe ich hier die Möglichkeit, direkt die Datenbank abzufragen. Das ist jetzt eine direkte Verbindung zu BRAC, zum System, zum BEA-System. So. Dann kriege ich hier die Antwort zurück vom BEA-System und wähle hier halt meinen Anwalt so aus. Ich schreibe noch einen kleinen Betreff. Das ist Testnachricht von 12:52 Uhr. Nachrichtentyp, das kennen Sie, die Justizbehörde, Aachen, Amtsgericht und so weiter. Ich kann hier natürlich auch die Zuordnung dann machen zum Mandat. Ich kann Beilagen dazu tun. Ich schicke jetzt aber einfach mal diese Nachricht los. Es wird die Verbindung aufgebaut zum BEA-System und der Herr Kürten kriegt jetzt diese Nachricht direkt von Timesensor aus erstellt und versandt. Ich glaube, da sehen Sie schon eine große Zeitersparnis, auch wenn jetzt natürlich die Antwortzeiten vom BEA-System immer noch etwas suboptimal sind, aber schneller als sich einzuloggen über die Web-Oberfläche ist es natürlich allemal. Richtig wird es natürlich, wenn Sie noch einen Schritt zurückgehen und nicht hier starten, sondern wenn Sie eigentlich direkt in den Mandatsmappen starten, weil in der Regel ist ja der Workflow so, dass Sie irgendwo hier in der Mandatsmappe, Sie haben einen Entwurf, dann gibt es da ein Dokument, ich habe hier einen Schriftsatz mit 2 Anhängen und jetzt kann man natürlich von hier aus auch, das haben wir auch ausgebaut, per Rechtsklick kann ich jetzt sagen, ich möchte das senden mit Anlage und jetzt habe ich da mehrere Möglichkeiten. Früher konnte man das nur per E-Mail machen. Heute kann ich das per Mail mit dem Kommunikator senden, per BEA mit dem Kommunikator oder per Mail mit dem normalen externen Client, sprich Outlook oder Apple Mail. Ich wähle jetzt hier mal BEA mit Kommunikator und jetzt öffnet sich hier das BEA-Versandfenster. Wir sehen hier, die Dokumente sind auch schon übernommen worden, Schriftsatz, Anhang und so weiter. Und jetzt kann ich das wieder dem Herrn Kürten entsprechend zusenden. Also sehr schnell. Ich glaube, hier sieht man eine große Zeitersparnis. Jetzt, ich bin nicht der Spezialist hier beim BEA, sondern das möchte ich jetzt eigentlich unserem Urs Schwitzgäbel überlassen. Und ich bitte Urs jetzt zu übernehmen. Ich werde dich jetzt, Urs, auch gleich als Moderator ernennen. Hier. So. Ja, guten Tag allerseits von mir nochmal. Ich stelle mich auch nochmal kurz vor. Ich bin Teil des Entwicklerteams bei Timesensor und insbesondere verantwortlich jetzt für diese BEA-Implementierung. Ich möchte Ihnen ganz kurz noch zeigen, dass diese Mail, diese BEA-Nachricht, die der Daniel Sulenthaler gerade abgesetzt hat, auch angekommen ist. Dazu habe ich mich jetzt als Robert Kürten in dem Webportal eingewählt und das ist Ihnen ja bekannt, auch wenn das jetzt hier vielleicht ein bisschen anders aussieht, als Sie das gewohnt sind, weil wir hier auf der Schulungsumgebung arbeiten von der BRAC. Man sieht hier, die Nachricht, die eben abgesendet worden ist, ist eingegangen. Das war ja eine ganz einfache Nachricht ohne Strukturdatensätze und ohne Empfangsbekenntnis. Man sieht also, dass es funktioniert. Jetzt hatte der Daniel Sulenthaler ja eben schon ein einfaches Beispiel für eine BEA-Nachricht vorgeführt. Ich möchte Ihnen jetzt eine etwas komplexere Variante zeigen. In den Vorgesprächen hatten wir ja auch erfahren, dass sich da ein Workflow etabliert hat in den Kanzleien, dass normalerweise eine Mitarbeiterin die Nachrichten vorbereitet, dann an den Anwalt weiterleitet und der signiert. Und dann ist es normalerweise gewünscht, dass die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter das aber dann wieder verschickt und nicht der Anwalt selbst
aufgrund dieser Wiedereinsetzungsproblematik. So haben wir das zumindest verstanden. Und aus diesem Grunde profitieren wir hier an der Stelle von dem Workflow, den wir entwickelt haben, der auch schon eben in dem Fall E-Mail gezeigt worden ist, dass eben verschiedene Mitarbeiter hier sich die Aufgaben zuteilen können. Und ich werde jetzt mal zeigen, ich logge mich noch mal kurz aus. In dem Beispielfall ist es jetzt so, dass auch wieder die Erna Emsig eine Mitarbeiterin wäre, die die BR-Nachrichten vorbereitet. Sie würde dann an der Stelle auch starten, direkt in der Mandatsmappe, würde dort sagen, ich möchte diesen Schriftsatz versenden über BR mit Kommunikator, wie es der Daniel Solenthaler eben schon demonstriert hat. Dann sehen Sie hier die Maske, die den Daniel eben auch schon gezeigt hat. Was hier noch erwähnenswert ist, dass Sie die Maske größer und kleiner ziehen können, so wie es Ihnen beliebt, wie es Ihnen passt. Wir haben auch erfahren, dass zum Teil mit sehr viel Anhängen gearbeitet werden muss. Aus diesem Grunde kann man den unteren Bereich dann hier auch dynamisch verkleinern und vergrößern, damit man nicht die Übersicht verliert. Was jetzt hier schon vorbereitet worden ist, dadurch, dass wir direkt im Mandat gestartet haben, ist, dass die Aktenzeichen schon vorbefüllt sind aus dem Mandat heraus und der Schriftsatz ist schon mit übergeben worden. Hier muss man dann, wenn man nur eine Datei übergibt, weiß Timesensor noch nicht, ob es jetzt der Schriftsatz war oder ein Anhang. Hier muss man das als Schriftsatz noch markieren. Dann würde ich jetzt hier mal in meinem Fall davon ausgehen, dass hier noch weitere Anlagen zu sortieren sind, die ich auf der Festplatte liegen habe. Die kann ich hier bequem per Drag and Drop hineinziehen. Würde dann auch hier wieder den Empfänger auswählen. Das ist jetzt hier auch nochmal der Robert Kürten. Das könnte aber natürlich genauso gut ein Gericht sein. Das kennen Sie ja, oder eine Behörde, indem Sie hier in diesem Suchdialog entweder nach dem Gericht suchen oder Sie haben das Gericht, die Behörde bereits unter Ihren Adressen gespeichert. Dann können Sie da eben bequem über diese Schnellsuche arbeiten, so wie ich das jetzt hier gezeigt habe. Es kommen dann passende Suchvorschläge. Dann haben Sie sich den Umweg über die BR-Suche gespart. Sie würden hier dann die entsprechende Justizbehörde eingeben, beziehungsweise die wird ja, wenn man ein Gericht ausgewählt hat, dann automatisch eingetragen. Wir würden jetzt hier den komplexeren Fall durchspielen mit einem Empfangsbekenntnis und einem Strukturdatensatz. Geben hier noch das Aktenzeichen des Empfängers ein. Aktenzeichen dann der Robert Kürten. Hier kann man ein bisschen Beispieltext für den Nachrichten-Body einstellen. Jetzt wäre es, also hätte die Erna Emsig hätte jetzt diese Nachricht soweit vorbereitet, dass jetzt als nächstes zu signieren wäre, was sie nicht selbst tut, sondern sie möchte ja den Anwalt signieren lassen, beziehungsweise er darf ja auch nur signieren. Er hat ja diese spezielle Karte mit der qualifizierten elektronischen Signatur drauf. Das heißt, sie würde diesen Entwurf jetzt zunächst mal speichern, ablegen. Steht jetzt im Moment noch auf der Erna Emsig. Sie würde jetzt sagen, ich möchte, dass jetzt der Simon Semple informiert wird darüber, dass er am Zug ist, dass er signieren soll. Würde hier die Verantwortlichkeit zum Simon Semple weiterreichen. Jetzt loggt sich die Erna Emsig aus, beziehungsweise hier jetzt zur Vorführung. Stattdessen würde sich der Simon Semple einloggen, beziehungsweise er ist ja eingeloggt in einer Multi-User-Umgebung und würde dann in seiner Postbox sehen, dass ihm was zugeteilt ist, was Neues. Ja, wie man sieht, hat Timesensor jetzt automatisch hier schon einen Strukturdatensatz erzeugt, diese xjustiz-Nachricht.xml, weil wir ja hier auch angegeben hatten, dass wir einen Strukturdatensatz benötigen. Und jetzt wäre eben der Anwalt selbst am Zug
um zu signieren. Das kann ich Ihnen jetzt gerade nicht demonstrieren, weil mir keine Anwaltskarte vorliegt. Die haben aber was vorbereitet, wie das eben aussehen würde, wenn schon signiert ist. Das Signieren selbst geschieht auf die gleiche Art und Weise, wie Sie das gewohnt sind aus dem Webportal. Also Sie nehmen Ihr Kartelesegerät zur Hand, das ist an den Rechner angeschlossen am Arbeitsplatz. Und die Karte wird angesteuert. Sie geben Ihren PIN-Code ein mit der Signaturkarte des Anwalts und können dann signieren. Den Schritt haben wir jetzt hier übersprungen. Hier wäre das also schon erfolgt. Sie sehen dann hier, dass der Anhang signiert ist. Die Signaturdatei dazu ist auch erzeugt worden. Und Sie können, der Anwalt hätte seinen Part jetzt erledigt, er würde vielleicht noch mal drüber schauen, ob alles in Ordnung ist, würde das dann wieder speichern und einer weiteren Mitarbeiter zurückzuweisen, die dann eben die Nachricht versenden soll. Das könnte der gleiche Mitarbeiter, die gleiche Mitarbeiterin sein, die die Nachricht vorbereitet hat oder eine andere. Hier gibt es dann auch wieder die Möglichkeit zu sagen, ich gebe das jetzt zurück an die Erna Emsig. Jetzt müssen wir uns kurz ausloggen und wieder die Erna Emsig anmelden. Erna Emsig sieht also, hier gibt es eine Nachricht, die fertig vorbereitet ist, die ich jetzt versenden soll und würde dann einfach den Versandvorgang durchführen. Danach wird die Nachricht wandert in die Gesendetbox und alle Ablagemöglichkeiten, die Sie üblicherweise von der E-Mail her kennen, die bestehen auch in dem BEA-Kontext. Soweit also das Vorbereiten, das Versenden einer BEA-Nachricht. Schauen wir noch kurz hier in die Eingangsbox. Hier haben wir 2 Eingänge vorbereitet. Das wäre dann der Robert Kürten wieder. In dem Fall käme die Nachricht von dem Robert Kürten, die er zum Beispiel über das Webportal erstellt hat, weil er noch keine in seiner Anwaltssoftware noch keinen BEA hat. Und hier haben wir zum Beispiel einen Fall vorbereitet, wo dann eben auch einen speziellen Fall, wo der Robert Kürten Ihnen was geschickt hätte, was eine Empfangsbekenntnis erfordert. Und Sie haben dann die gewohnten Funktionen, die Sie auch aus dem Webportal kennen, denn die haben Sie auch hier. Das ist jetzt in der Beta-Version, haben wir das noch nicht aktiviert. Das wird Ihnen aber in der Auslieferungsversion dann so zur Verfügung stehen, wie Sie das gewohnt sind. Auch die Prüfungsfunktionen für die Signatur werden Ihnen zur Verfügung stehen. Das kann ich hier vielleicht noch mal kurz zeigen. Das habe ich eben vergessen hier. Dieser Anhang, der ja signiert worden ist von dem Anwalt, der kann von der Mitarbeiterin, bevor sie die Nachricht verschickt, kann die Signatur nochmal überprüft werden. Dafür haben wir solche sogenannte Kontextmenüs hier unten. Das rufe ich jetzt mal auf, Signatur prüfen. Ich sage nur, Termsensor nimmt dann auch wieder kurz Verbindung auf mit dem BEA-Portal. Normalerweise wäre hier ein schwarzer Haken dran. Das Icon steht für eine Signatur, ist prinzipiell vorhanden, aber noch nicht geprüft. Wenn sie geprüft ist, wird dieses Icon grün. Und außerdem können Sie sich dann hier noch das Prüfprotokoll anzeigen lassen zu dieser Signatur. Das sieht genauso aus, wie Sie das auch aus dem Webportal kennen. Die Idee ist, wie gesagt, eben, dass wir die BEA-Funktionalität hier in den Kommunikator so integrieren, dass Sie ungefähr mit den gleichen Möglichkeiten arbeiten können, die Ihnen auch für die E-Mails zur Verfügung stehen, dass Sie sich nicht da groß umstellen müssen. So, ich denke, das wäre eine kurze Darstellung eines etwas komplizierteren Falles und ich würde dann nochmal zurückgeben an den Daniel. Vielen Dank, Urs. Dann nehme ich hier den Bildschirm wieder zurück. Moment. So. So, prima. Ja, wie Sie gesehen haben, wir sind schon sehr weit mit diesem Modul. Beta-Test ist angelaufen. Wir werden jetzt den BEA-Teil auch noch im Dezember Beta-Test geben, sodass wir damit rechnen,
dass wir, Entschuldigung, ich muss hier noch das quittieren, so dass wir damit rechnen, im März 2021 dann das Modul ausrollen zu können. Das Preismodell wird Software as a Service sein. Das ist ja ohnehin so ein bisschen der Trend der Branche und bietet sich natürlich besonders an für diese Art von Produkt, weil diese Schnittstellen, die sind ja permanent im Fluss, müssen permanent gepflegt und nachgezogen werden. Das heißt, das ist schon mehr ein Service als ein Produkt, das man einmal kauft und dann sich nicht mehr verändert. Ja, damit sind wir am Ende unserer Präsentation. Wir sind sehr glücklich, dass wir hier mit diesem Modul so weit gekommen sind. Überzeugt, dass dieses Ihnen wirklich einen großen Mehrwert bringt und hilft Ihnen wirklich Zeit zu sparen bei der E-Mail-Ablage oder bei der BEA, beim Umgang mit BEA. Gerne bitten wir Sie auch darum, im Anschluss an dieses Webinar dann noch ein paar Fragen zu beantworten. Da gibt es Fragen zum Webinar selber. Hat Ihnen das gefallen oder nicht? Oder einfach, da können Sie Ihre Feedbacks angeben und gerne auch natürlich zu dem, was Sie gesehen haben, inhaltlich zu diesem Modul. Ja, dann kommen wir in die letzte Fragerunde. Ich würde also die Webkamera wieder einschalten. Und wenn ich hier meinen Cursor finde, jawohl, so, wunderbar. Regula, wie sieht es aus? Sind noch weitere Fragen eingetroffen? Ja, es gab noch Fragen zum BA und zwar wäre eine Frage, ob die Safe-IDs von den Gerichten, ob die bereits im BA-Modul implementiert sind. Das ist auch eine gute Frage. Nach unserem Kenntnisstand noch nicht, weil wir die Daten schlicht noch nicht haben. Wir haben ja die Orts- und Gerichtsdaten, die vom Bundesland Baden-Württemberg gepflegt wurden. Wir haben dort mal angefragt, ob wir die dort bekommen könnten. Die Antwort war nein. Ich weiß nicht, Urs, könntest du dich noch zuschalten und hast du da noch Informationen dazu? Ich habe dazu leider auch noch nicht mehr Informationen. Also wir suchen noch nach einer Datenquelle, wo wir die Safe-IDs der Gerichte und Behörden mit einbinden können. Das ist natürlich klar, dass das für Sie ein Vorteil wäre, weil Sie dann nicht über die BEA-Suche gehen müssen. Es ist ja relativ interessant, dass wir die Daten, dieser Code, wir haben eine gewisse Gerichtsdatei ja noch gekriegt, die wir ja auch verwenden für die Suche in der Maske, wo man diesen Code der Gerichte dann rauskriegt. Dort ist aber keine Safe-ID dabei. Ich weiß nicht, ob es eine 1-Beziehung gibt zwischen diesen Codes und der Safe-ID oder ob es auch verschiedene Safe-ID gibt. Das weiß ich noch nicht. Okay. Okay, dann wäre eine weitere Frage, wie das Herunterladen der eingehenden Nachrichten vom BA-Posteingang funktionieren würde. Werden die eingehenden Nachrichten sofort heruntergeladen und angezeigt oder ist das asynchron? Wie wird das dann gehandhabt? Das ist vorgesehen und es geht genauso wie bei den E-Mail-Nachrichten. Es gibt einen Prozess im Hintergrund, der alle 5 Minuten sucht nach neuen BEA-Nachrichten, die dann heruntergeladen werden. Darüber hinaus kann man über diesen Knopf, über diesen Button im Communicator, aber auch so ähnlich wie bei der E-Mail eine sofortige Postfachabfrage starten, die dann diesen 5-Minuten-Rhythmus unterbricht und die Nachrichten mit Priorität abholt. Okay. Das läuft, also die 5-Minuten-Intervall, das läuft ganz im Hintergrund, da müssen Sie gar nichts tun, sondern die Nachrichten erscheinen in ihrer Communicator-Box, sobald das Timesensor die abgeholt hat. Das fühlt sich dann selbst, wie man das von der E-Mail kennt. Und wenn Sie jetzt dringend auf irgendwas warten oder wenn sich jemand benachrichtigt, dass er Ihnen was geschickt hat und Sie sollen doch bitte darauf reagieren, dann können Sie den Abruf auch beschleunigen, indem Sie den speziellen Button dafür betätigen. Okay,
Danke, Urs. Dann hat noch jemand gefragt, wie wegen dem Signieren, wäre es denn auch möglich, dass man eine BA-Nachricht vom Konto, zum Beispiel der ERNA Emsig aus, signieren kann, wenn der Anwalt seine Signaturkarte anmeldet? Das ist derzeit nicht vorgesehen. Das ist doch jetzt eine Anforderung, die wir in dem Sinne noch nicht hatten. Das müssen wir prüfen, ob das geht. Das Problem ist ja, dass der Signaturprozess ist im Moment so, dass Sie immer den Schriftsatz selektieren müssen und müssen dann den Signaturvorgang durchführen, indem Sie Ihr Kartelesegerät an der Station, wo Sie gerade sitzen, angeschlossen haben und dort die Signaturkarte auch zur Verfügung gestellt ist. Was die KSW-Schnittstelle noch nicht kann, und deshalb können wir es auch noch nicht, ist diese Funktion der Stapelsignatur, dass man irgendwie, wie das genau in der Praxis dann aussehen könnte, wenn die Funktion bereitsteht, weiß ich jetzt nicht, aber da wäre es dann denkbar, dass man dann die Karte irgendwie einmal einschiebt und sagt, jetzt die kommenden Anlagen werden signiert. Dann wäre das denkbar. Aber in der ersten Auslieferungsversion wird das sicher nicht möglich sein, weil uns einfach die KSW-Funktion noch fehlt, weil die Prakti noch gar nicht zur Verfügung gestellt hat. Okay, danke. Prima. Sind wir durch? Darf ich vielleicht noch kurz sagen zu den Fragen? Es sind sehr viele, sehr spezifische BA-Fragen eingegangen. Wie gesagt, die ich jetzt nicht beantworten kann, ich habe sie gesehen, ich habe die Fragen bekommen. Ich muss da einfach noch genauere Abklärungen machen. Also Sie werden Antworten von uns erhalten. Prima, wunderbar. Dann herzlichen Dank an Sie, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Es hat uns sehr gefreut, dass Sie heute dabei waren, sich das angeguckt haben. Gerne, wie gesagt, kurzer Feedback nach dem Webinar, sind wir froh drum. Ich bedanke mich auch bei Regula Schaller und Urs Schwitzgebel für Ihre Teilnahme und Unterstützung. Wir haben eine ziemlich genaue Punktlandung, 1 Stunde, wunderbar. Genießen Sie Ihren Mittag, bleiben Sie gesund und hoffentlich bis bald einmal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.